Yes. Hi Freunde, ich bin Mo von VR, ich bin Motensen und das hier ist C-Smash VSR. Sehr, sehr nice. Welcome to C-Smash VRS. So, das wurde vor circa einem Monat oder so, das ist glaube ich noch gar nicht so lange, 3 Wochen oder so angekündigt, das Projekt, dass es existiert für die PlayStation VR 2 und ist quasi die Wiederauflage eines alten Dreamcast-Klassikers. Ja, super interessant. Ich habe vorhin, bevor ich zum Sport gegangen bin, ganz kurz reingucken können. Und jetzt will ich mir das aber mal mit euch zusammen angucken. Denn vielleicht wissen viele, die den Kanal sehr, sehr lange schon folgen. Es gab 2017 für die PlayStation ein Spiel namens Spark. Ja. Und das war auch quasi wie der Disc Face-to-Face-Modus in Tron. Ja. Man stand in einem Kurt und warf sich so Energiebälle zu und ich bin voll drauf geflasht. Das war voll mein Ding. Ja. Man konnte es auch im Multiplayer mit anderen Leuten spielen und wir haben da jede Menge Spaß gehabt. Das war einfach unglaublich und dieses Spiel wurde aber irgendwann nicht mehr weiter gepflegt und naja, jetzt gibt es das gar nicht mehr. So, und deswegen ist dieser Kamerad hier angetreten, um die Nachfolge zu gewährleisten. Wir gucken mal, ob er das abliefern kann. So, das sind die Einstellungen. Wir können uns frei oder Teleport bewegen. Das hier Blinkers, habe ich hier festgestellt, wie gesagt, habe vorhin schon reingeguckt, das sind Vignetten, ja, also ihr kennt das so, das Bild ist in schwarz, wenn man sich bewegt. Vibration, Headset Vibration und links und rechtshänder kann man umstellen, schon mal gut. Mucke habe ich ein bisschen leiser gestellt, Master Volume, damit ihr mich gut hören könnt. Was ist das hier eigentlich? Ah, Englisch und Chinesisch, Japanisch, alles drin. Gut. So, wenn man reinkommt, kriegt man ein Tutorial zu sehen. Das mache ich jetzt erstmal nicht mehr, sondern wir schauen uns jetzt mal die Praxis hier an. Was ist das überhaupt? Ich finde es tatsächlich ziemlich stylisch, muss ich sagen. Ja, es ist ja super reduziert von der ganzen Grafik her, sehr illustrativ eher. Aber die Musik und die Bilder und die ganze Welt, die hier geschaffen wurde, das passt alles sehr, sehr cool zusammen. Und, was ich natürlich sehr liebe, wenn alles so reduziert ist von der Grafik her, dann kann man hier technisch aufdrehen. Dieses Ding ist so knackscharf auf der PlayStation. So, ich muss hier drücken, habe ich einen Schläger in der Hand. Und schon kann es losgehen. Ich weiß noch nicht so richtig, warum ich so orange Teile in meinem Körper habe. Wir haben auf jeden Fall aber einen ganzen Körper, ne? Und wir können mit dem linken Stick nach rechts und links gehen. So, das ist es. Ja, bei Spark damals war der Kurt ein bisschen schmaler, sodass man eigentlich an seinem Platz im Zimmer so die ganze Breite erfassen konnte. Hier geht man ein bisschen nach rechts und links. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das so geil finde. Mal gucken. So, den Ball kann man jetzt hier so ranziehen mit so einem Gummiband. Achso, man kann ihn aber nicht greifen, ne? Also man zieht den so ran und dann kann man hauen. Zack. So, und das Erste, was ich gemerkt hatte, ist, die Physik finde ich ganz geil. Und ja, muss ich wahrscheinlich nicht erwähnen, das ist halt quasi jetzt so Squash. Ah, ja, aber ich bin auch noch nicht so fit, ne? Ich muss dran denken, mich mit dem Stick zu bewegen, damit ich hier an der Position des Balls bin. Und eine Geschichte muss ich auch sagen, es fällt mir ein bisschen schwer, noch die Position des Balles einzuschätzen. Hep. Das war gut. Erinnert auch gerade ein bisschen an Breakout, finde ich. Komm her. Boom. Der Schläger ist ja, der steht ja so eine feste Position, ne? Der ist quasi hier oben. Ich bin mir nicht so sicher, ob das für alle Bewegungen so das Perfekte ist, muss ich ehrlich sagen. Mal gucken. Ich hätte fast Lust, dass es eine Option gibt, dass man den Hep in seiner Hand noch ein bisschen drehen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also die Ausrichtung. Hep. Beim Rückhandschlagen fühlt sich das nämlich ein bisschen komisch an, aber jetzt zum Beispiel hatte ich gerade so einen komischen Winkel, dass ich nicht wusste, welchen ich nehmen soll. So, ein Level habe ich gespielt, dann gibt es einen Score. Das hier sieht alles sehr stylisch aus. Ja, ist so ein bisschen vom ganzen Layout her auch so wie Wipeout, ihr kennt das vielleicht. Bisschen futuristisch, technisch
Oh, jetzt los. Jetzt gibt's X. Zack. Hep. Oh. Wie gesagt, ich muss jetzt mich immer darauf konzentrieren, dass ich mich wirklich mit den Stick hier bewege. Das fand ich bei Spark ein bisschen eleganter. Ja? Da war überhaupt nicht nötig, dass man seinen natürlichen Playraum irgendwie beeinflusst. Den habe ich nicht gekriegt. Komm. Boom. Nein. So. Sondern hat man einfach da agiert. Bin mir nicht sicher, warum sie das gemacht haben, dass man jetzt hier so... Ach, schade. Hätte beinahe geklappt. Hep. Oh nein. Die Felder. Ja, es gibt also, wenn er gerade auf mich zukommt, dann weiß ich immer nicht, dann ist die Schlägerposition so komisch, dass ich denke, nee, Rückhand ist nicht richtig, Vorhand ist nicht richtig. Gucken wir mal. Jetzt schon wieder. Okay. Aber man kann sich natürlich auch selber in eine gute Position bringen. Wie jetzt? Geht einfach weiter. Ja. Die Geschwindigkeit ist eigentlich ganz gut, finde ich. Ja, also zu schnell ist halt auch nicht gut für so ein VR-Spiel. Wenn der Ball jetzt zu schnell wegbouncen würde, meine ich. Okay. So, und nett ist bei Spark, das hatte tatsächlich so nur einen Multiplayer. Und hier hat man noch so ein bisschen was zum Rummachen alleine. Zum Üben quasi. Boom. Boom. Ja, komm. Okay, ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich so das technisch ein bisschen raus habe. Nächster Level. Oh, länglich. Okay, was soll das? Ah ja. Einfach mal nicht getroffen, jetzt aber. So, ich glaube aber tatsächlich der wahre Spaß ist dann wahrscheinlich der Multiplayer. Ja, das war merkwürdig. Also ich ziehe das so auf mich zu und auf mich zu ist aber echt nicht die beste Position für den Ball. Zack. So. Aber es ist sehr elegant, ne, im Detail. Ich finde, sowas macht immer den Unterschied. Ne? Es gibt viele Spiele, die so sind, sehr simpel und ein einfaches Spielprinzip anbieten. Und dann aber so Kleinigkeiten wie das zum Beispiel, die Punkte auf dem Board sich hier so geil auflösen und zwar vom Zentrum des Aufschlags aus und so. Das sind so Kleinigkeiten, die alle so viel Spaß machen, so elegant sind beim Angucken. Auch die ganzen Geräusche und so sind cool. Also ich bin gerade ernsthaft begeistert, aber am Ende des Tages wird das die Zeit zeigen, ob das hier ein Titel ist, mit dem man sich da wirklich viel beschäftigt. Hat auf jeden Fall sehr viele Elemente, mit denen ich gut kann. Bum bum. App. Bei Spark zum Beispiel war es extrem wichtig, was man so an den Wänden auch macht, ja, dass man da abprallt und so weiter. Und ich bin sehr froh, dass der hier die Wände berücksichtigt. Ja, und habt ihr das gesehen, dieser Effekt, wenn der Ball durchgeht, dass hier durch den Raum so eine rote Kaskade geht. Das ist mir vorhin ganz kurz im Multiplayer auch aufgefallen. Dadurch merke ich, dass mein Gegner mein Tor getroffen hat, obwohl ich es halt gar nicht sehe hinter mir und mich dann extra oder nicht extra umgucken muss. Hier, wenn der Ball aufprellt, diese leichten Ringe, die da entstehen. Leute, haltet mich für bescheuert, aber ich finde das sehr elegant und geil. Ja, ich bin ja selber Gestalter und solche Kleinigkeiten machen mir echt Spaß. Hep. Zack. Yes. Ja, man kann sich beschäftigen. Ich finde es ganz geil. Und hatte ich schon erwähnt, dass die Grafik super scharf ist? Echt abgefahren. Bisher war das schärfste Spiel, das ich gesehen habe, Song and Smoke, glaube ich. Aber hier, also man sieht das auch, weil hier sind ja sehr, sehr feine Linien und Strukturen, ja. Und die sind wirklich extrem crisp. Sieht wirklich cool aus. Alright. So, das reicht erstmal hier für die Vorstellung. Wo ist da? Game Controller, Surf, Shard Power. Ach so, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ey, das müssen wir nochmal versuchen. Man kann nämlich den Schläger hier, wenn man Trigger drückt, so aufladen. Ich weiß gar nicht so richtig, was passiert dann. Kann man auch nicht die ganze Zeit machen, scheinbar. Wow.
Hat geholfen. Keine Ahnung. Ob der Ball dann irgendwie schneller wird, hatte ich nicht das Gefühl. Aber müssen wir noch rausfinden. Zack, zack. So, ja, nur die Bewegung im Raum. Das, finde ich, hätte nicht sein müssen. Ja? Also der Stick macht wirklich nur rechts und links. Man bewegt sich nicht nach vorne oder hinten, gar nicht. Aber ich finde, das ist ein Element, die Intuitivität hier so ein bisschen bremst. Ja, weil normalerweise könnte man sagen, okay, hier kannst du irgendjemand reinstellen, du drückst ihm Schläger in der Hand und dann kann er spielen. Jetzt muss das jemand sein, der auch weiß, dass ein Analogstick existiert und damit er sich bewegen kann. Ja, ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau, aber das spielt eine Rolle, finde ich. Bei so ganz intuitiven Geschichten. Ich weiß nicht, warum die Leute irgendwie wippen und naja. So, gucken wir mal Multiplayer. Das hier ist übrigens die Demo noch die ganze Zeit, ja. Das ist eine Demo, man kann schon so viel machen damit. Ich weiß gar nicht, was das endgültige Spiel dann haben soll. Es hat wahrscheinlich noch mehr Spielmodi. Das kommt übrigens am 26. April dann raus, ja. Quick Play mache ich mal. Oder warte mal, wir können mal gucken. Create Session. Klung. Invite a friend. Select Game Mode. Clash, Firewall, Bodyshot, Quickshot. Ich schätze mal, diese hier sind alle in der Demo gesperrt und man kann nur Clash machen. Gehen wir doch mal rein. Clash. So, ich gehe jetzt einfach in irgendein Spiel, ja. Invite a friend. Gehen wir mal rein. Mach ich irgendwas falsch? Continue. Unlimited. Aha. Okay, ich kann noch eingeben, zu was für einer Session ich möchte. Multiplayer. Quick Play. Clash. Find a game. So war das. So, wir können uns hier gar nicht um die Achse drehen, deswegen kann ich nicht den Frame-Test machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ein Spiel mit so einer simplen Grafik hier keine Reproduction braucht oder so. Und ich muss mal sehen, ob sie das irgendwo geschrieben haben, mit was für einer Framerate das abläuft. Denn gerade bei so einem Spiel mit einem fliegenden Ball, ja, ihr kennt das vielleicht von VR-Tischtennis spielen, ist die Framerate, je höher, desto besser. Ne? Also je smoother sich die Bälle bewegen. Oh, wir haben sogar einen eigenen Schatten. Desto besser ist das. Ja, sieht geil aus. So. Mal gucken, als ich vorhin die Demo schnell gestartet habe, da war sofort jemand, der mit mir gespielt hat. Jetzt dauert es länger. Naja, manchmal ist das so, ne? Was? No games found. Okay. Wow. Jetzt ist keiner mehr da. Why? Nochmal. Das klingt gut. Da ist jemand. Ich weiß nicht, ob er mich bemerkt hat. Hallo. Es geht. Er ist konzentriert. Hallo? Alright. So, wir werden jetzt hier mal ins All gebeamt. Und dann entsteht um uns herum so dieser Kurt. Bisher habe ich auch nur den einen gesehen. Dann ist in der Mitte der Ball. Jetzt hat er scheinbar erstmal Aufschlag. Ja. Jetzt habe ich. Okay. Jetzt hat er wieder. Okay. Er hat Aufschlag. Da oben komme ich nicht an. Das war gut. Ich glaube, ich habe gerade eine Runde gewonnen. Oben kriege ich den nicht. Interessant. Oh, was ist jetzt los? Nein! Scheiße, ey, der kam so langsam an. Hab ich ihn trotzdem verpeilt. So, ich bin mal gespannt, ob das wie beim Spark ist, dass man hier ja eher auch mit so dem Abprallen der Umgebung arbeitet. Der war da drüber. Scheiße, den habe ich nicht bekommen.
kann auch ein bisschen schlecht einschätzen, wie der Ball sich so anfühlt. Ne? Ah ja, er hat den Aufschlag. Scheiße, ja. Wenn er hier so seitlich bekommt, verpeile ich den immer noch. Bam. Scheint ihm auch nicht anders zu gehen. Doch, oh, den hat er gut bekommen. Boom. Nein, ich kann es nicht abschätzen. Scheiße. So, boom, ich versuche mal einen. Eigentlich will ich immer an die Wände, damit das dann abprallt. Aber, oh, der ist durch mich durchgegangen. Das funktioniert nicht so richtig. Also auch wenn ich den versuche, super nach rechts zu hauen, prallt er nicht gegen die Wand. Yes, na, das hätte beinahe geklappt. Scheiße. Oh ja. Das war das ein Selbsttor, oder? Oh, oh. Was ist los? Der Kurt wird rot. Oh. Boom. Sehr gut. Okay, nein, den habe ich verpasst. Wie geht's denn mir eigentlich? Oh, oh. Not off blocks hit. War ich rot? Bin ich rot? Ich habe 6000, er... Ich sag mal Rematch. Machen wir nochmal. Ganz interessant. Also, ja, ich muss noch ein bisschen rausfinden, wie das funktioniert. Aber bis zu dem Punkt... Wieso hat er eigentlich immer erste Angabe? Ah, macht auch voll sofort ein Tor rein. Boom. Ah, jetzt. Oh, ja, sehr geil. Das ist cool, Leute. Das macht Spaß. Yes. So. Ja. Also man kann die Wände nutzen, komischerweise. Aber vorhin, als ich das absichtlich versucht habe, ging es gar nicht. Jetzt geht's. Sehr geil, sehr geil. Uah. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Ball kein Shading hat. Ich finde manchmal seine Position noch schlecht einschätzbar. Wisst ihr, was ich meine? Also, Moment mal. Nein. Yes. Oh nein. Jetzt aber. Nee. Jetzt aber. Schande. Jetzt aber. Fuck. Der war daneben. Schade. Jetzt bin ich dran. Mal gucken, ob ich den kriege. Ja. Beinahe. Beinahe hätte ich die Ecke getroffen. Shit. Okay. Ich muss mir mittig hauen. Also exakt zu zielen fällt mir noch ein bisschen schwer damit. Und wenn er den weghaut, dann kriegt er auch ordentlich Geschwindigkeit drauf. Ah, das war nicht so schlecht, aber das war nicht gut. Bam. Zu tief. Ich weiß nicht, warum jetzt rot ist. Achso, ich glaube, wir haben auch ein Zeitlimit oder sowas. Ja. Oh Mann, das war knapp. Hepp. Nein. Ich habe gewonnen. Okay. Ich würde sagen, ihr merkt es schon, ne? Ich komme ordentlich ins Schwitzen. Aber nice, auf jeden Fall. Also, ich stehe drauf. So, ich gehe nochmal in Praxis, damit wir uns nochmal angucken können. Also keine Ahnung, was hier noch an einem Spielmodi dann sein wird und was das noch beinhaltet. Ich glaube an den kleinen Kriterien, die ich hier habe, ja, wo ich sage, ich weiß nicht, ob der Schläger so die perfekte Position in meiner Hand hat. Sowas kann man nämlich alles den Entwicklern mitteilen. Ja, das können die alles auch noch anpassen und solche Geschichten. Aber ich glaube auch, dass je mehr Praxis ich jetzt bekomme, desto besser wird das wahrscheinlich auch. Sagt er und verhaut alle Bälle. Zack. So, man hat auch natürlich so leichtes Force-Feedback. Also das fühlt sich genau richtig an, das ist nicht so hart. Yeah.
Was halt bei Spark super nett war, während 2 Leute hier gespielt haben, konnten 2 andere draußen stehen und das Spiel angucken, ein bisschen labern. Also man konnte insgesamt miteinander labern. Das war einfach super sozial und nett. Hier ist man jetzt so im leeren Weltraum mit seinem Gegner und ich weiß nicht, ob es Absicht war oder Zufall. Der hat zumindest nicht gesprochen, ja. Also in Spark hatte man wirklich räumlichen Sound. Wenn da hinten jemand gestanden hat, dann konnte man den hören und mit dem reden und das war halt super sozial und fantastisch. Ich habe es echt geliebt. Na gut, ich würde sagen, für ein erstes First Impression reicht es erstmal. Jetzt habt ihr gesehen, was es ist. Die Demo ist kostenlos, jeder kann sich das holen. Ich habe total Bock auf diesen Style, den das Spiel hat. Ja, so weiß mit Grauabstufung. Das sieht sehr, sehr geil aus. Na gut. Okay, ja, das war es erstmal von mir. Übrigens, seit ich vorhin weg war, hat das Spiel auch noch ein Update bekommen. Keine Ahnung, was da drin ist. Leider, das wird ja auf der PlayStation 5 nicht mehr angezeigt, was die Updates beinhaltet. Anyway, so, das werden wir mal beobachten, ja, wenn das Spiel dann rauskommt, auch mal reingucken, was es dann alles kann. Vielleicht spielen wir bis dahin auch mal ein paar Runden und lernen es mal besser kennen. Das war es erstmal von mir, Mutensen, Mo von VR. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen angefixt und guckt euch das auch mal an. Komm schon, ist eine kostenlose Demo, also macht es, ja. Ich freue mich über ein Däumchen unter dem Video. Ich hoffe, ihr habt mir den Kanal abonniert und jetzt bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, Mutensen, Mo von VR. Immer für euch da. Bye, bye.